willkommen bei einem neuen Video. Hier zeige ich euch ganz einfach, wie ihr einen eigenen Würfelbecher basteln könnt. Viel Spaß! Zuerst benötigen wir ein Stück Thermoplast. Hier nehme ich Warblers Black Art. Ich habe vorher geschaut, wie viel Material ich brauche, wie lang das Stück sein muss. Es ist wichtig, dass man es mindestens zweimal um das Glas wickeln kann. Das Glas habe ich vorher mit Vaseline ein bisschen eingerieben, damit man das Thermoplast am Ende auch wieder runterbekommt. Immer darauf achten, gerade im unteren Bereich, wo ich jetzt gerade abschneide und drücke, entsteht natürlich viel mehr Druck und deswegen muss man einfach schauen, dass ein Trennmittel drauf ist, sonst wird es kompliziert. Jetzt nehme ich einfach ein paar Pearly Art Reste. Die kann man immer ganz gut verwenden, um die Zähne zu gestalten. Das ist ein Prozess, den kann man zwischendurch machen. Ich mache jetzt einfach eine lange Schlange, mache eine Seite immer spitz, damit das bei spitzen Zähnen nun mal als Vorlage ganz gut hilft. Und mache mir dann so viele, wie ich ungefähr brauche. Ich versuche immer vorher ein bisschen zu kalkulieren, wie viele Becher ich mache und je nachdem, wie viele Zähne dann draufkommen. Man sieht, das ist halt eine Fleißarbeit, ja, das dauert ein bisschen. Jetzt nehme ich das Deko Art. Ich mag das Deko Art, man könnte natürlich auch einfach die Pearly Art Zähne nehmen, aber das Pearly Art ist so undurchsichtig und wirkt ein bisschen, naja, wie bei Menschen, die sich die Zähne manchmal machen lassen. Das ist nicht besonders natürlich, ja. Und wenn man eine Schicht Deko Art drüber macht, also es einfach einhüllt, dann wirken die viel natürlicher. Ja, also einmal schauen, dass eine Schicht drumherum ist, das dann zur Seite legen, einfach alle mal durch. Ich würde an eurer Stelle die Zähne immer ein bisschen rollen, damit die nicht auf einer Seite eine platte Seite bekommen, bis die dann richtig erkaltet sind. Ja, und so generiert man sich Stück für Stück alle Zähnchen. Ich habe auf die Würfelbecher schon ein Auge geklebt. Ich nehme hier einfach Glaskapuchon-Augen. Entweder mache ich die Augen selbst oder bestelle sie schon fertig. Einfach mit ein bisschen Heißkleber an die Stelle kleben, wo man das Auge haben möchte. Jetzt nehme ich Black Art Reste, die man ja durch den Bau quasi der einzelnen Würfelbecher schon erhalten hat, und mache mir quasi meine Augenlider einmal unten, einmal oben. Ja, und dann gehe ich mit den Modellierwerkzeugen ran, um das Material schön ineinander zu verschmieren, damit es eben einfach noch natürlicher aussieht. Soll ja ein kleines, echtes Monsterchen sein. So arbeitet man sich halt langsam voran. Immer das Material schön warm halten. Dadurch nehme ich halt das Glas unten drunter, damit sich der Becher halt nicht zu sehr verformt. Noch die Lippen. Da würde ich mir an eurer Stelle überlegen, welchen Gesichtsausdruck ihr nachstellen wollt. Das kann man ja auch immer schon ein bisschen mit den Augen fokussieren und schauen, wie ist
der Augenausdruck und je nachdem würde ich dann die Lippen auch anpassen. Ich mache immer erst die Lippe, wo ich dann die Zähne reindrücke und dann erst den unteren bzw. oberen Teil, wo die Zähne abgeschlossen werden. Ja. Auch hier, genau wie beim Auge, bringe ich das auf und werde es dann noch verschmieren, damit es auch ziemlich organisch und natürlich aussieht. Auch die Lippenformen passe ich dann noch ein bisschen an mit Modellierwerkzeug. Einfach schön miteinander verschmieren, immer ein bisschen Hitze drauf geben und einfach ranarbeiten. Nur aufpassen, dass das Dekoart der Zähne nicht heiß wird, weil sonst könntet ihr irgendwo kleben bleiben. Entschuldigt auch ab hier, ich arbeite gerne an der Tischkante. Leider hat meine Kamera das ein bisschen verzerrt bzw. ist runtergerutscht. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Ich erstelle immer eine dicke Wulst, die ja quasi dann als Lippe dient und bringe die dann auf, wie gesagt. Das kann man jetzt leider nicht so gut sehen. Ich nehme aber noch Heißkleber, um Sabberfäden anzubringen. Einfach zwischen die Zähne ein bisschen klopfen, damit sie runterrinnen. Und dann habt ihr das schon erledigt.